Hallöchen zu diesem neuen Eintrag. Ihr seht, ich bin in einem anderen Zimmer, bin umgezogen und es ist noch viel mehr passiert, meine Haare zum Beispiel. Aber darum soll es heute nicht gehen, denn es geht jetzt eigentlich darum, dass wir in den Nyungwe Nationalpark gehen. Einen riesigen Tropenregenwald, der südlich von Ruanda liegt. Und dieser Trip wird den ganzen Tag dauern. Morgen um 2 Uhr nachts, beziehungsweise in 7 Stunden geht's los. Und wir werden erst sozusagen einmal den ganzen Tag dort verbringen und um 1 Uhr nachts am nächsten Tag wieder ankommen. Also das wird echt eine lange Tour. Es wird ganz bestimmt unglaublich viele schöne Sachen zu sehen geben. Und deswegen möchte ich euch da mitnehmen und wünsche euch viel Spaß dabei. So, und damit melde ich mich zurück. Abgesehen davon, dass ich aussehe wie eine Leiche, könnte es eigentlich noch die gleiche Uhrzeit sein. Aber es ist jetzt tatsächlich fast 1:30. Das heißt, wir müssen uns gleich losmachen. Ja, ich packe jetzt noch die letzten Sachen zusammen. Und dann geht's auf die lange Tour runter zum Nyungwe Nationalpark. Ungefähr 5 Stunden werden wir fahren. Und dann werden wir sehen, was wir noch alles weiter in diesem Park sehen werden. Also viel Spaß! So, ich bin gerade am RTC und hinter mir sind eben die Busse, mit denen wir fahren werden. Okay, wir sind jetzt bei unserem ersten Zwischenstopp angekommen, und zwar Kibuye City. Dort werden wir jetzt frühstücken und es ist ein sehr frühes Frühstück, weil es ist erst 4:30. Trotzdem ist das Frühstück nötig, weil wir danach nochmal knapp 5 Stunden durchfahren, um dahin zu kommen, um zum Nyungwe Nationalpark zu kommen. Aber jetzt gibt es erstmal was zu futtern. Okay, jetzt werden wir ein traditionelles ruandisches Gericht essen. Das nennt man Igitoke. Agatoke. Vielen Dank, Valentin. Siehst du, gut, dass einer mitdenkt. Im Grunde sind es Kochbananen, Kartoffeln und Sambasa, also kleine Fische mit den Soßen. Und ja, ich habe schon öfter gegessen. Es ist sehr lecker. Lass ich mir jetzt schmecken. Also es ist wahnsinnig schnell hell geworden. Und Frühstück ist jetzt rum. Gleich steigen wir in den Bus. Dann geht's weiter auf die letzte Etappe. Ab geht's! So, direkt neben dieser Teeplantage ist dann der Anfang sozusagen des Nyungwe Nationalparks. Wir haben jetzt, bevor wir da reinfahren, noch unser letztes Briefing. Also Bobo wird uns einiges... Hallo Ritko. Bobo wird uns einiges darüber erzählen, wie wir uns da verhalten müssen. Also einige Verhaltensregeln, worauf wir zu achten haben. Und dann wird es auch schon da reingehen. Already, we are starting our activity. Before to enter in National Park, you have to be aware. You are not allowed. It sound right, boy.
So, wir sind im Nyungwe Nationalpark angekommen, sozusagen schon im Herz, wo wir als nächstes zum Canopy Walk gehen. Und auch die Fahrt schon hierher war eigentlich recht abenteuerlich, weil das auch ein Militärgebiet ist. Also das Ganze wird hier streng kontrolliert, auch weil eben der Nyungwe Nationalpark sozusagen eine Grenze darstellt, einen Übergang zu Burundi im Süden. Als nächstes geht es eben zum Canopy Walk. Das wird eben sozusagen eine riesige Brücke über den Wald sein, die sehr lang ist, ich glaube 3 Kilometer ungefähr. Ich blende es jetzt hier ein. Und ich bin sehr auf diesen Ausblick gespannt. Und auch jetzt schon die Atmosphäre hier ist unglaublich. Auch was noch unglaublicher ist, wir haben direkt bei der Ankunft Affen gesehen. Da blende ich jetzt direkt mal was ein. Die kamen auch extrem nah, also wirklich was Besonderes. Alles klar, wir sind jetzt hier quasi im Basecamp, im Center. Wir haben gerade noch Wanderstöcke bekommen. Und jetzt kriegen wir nochmal ein neues Briefing von den hier ansässigen Parkrangern. I'm Professor Guide, I'm going to be your guide. Me and Olivier and Oscar and Moise. Okay, also er hat gerade erzählt, was es hier alles Besonderes gibt. Zum Beispiel über die endemischen Tierarten, wo es 30 unterschiedliche Fische gibt, die nur hier auf der ganzen Welt existieren und auch knapp 30 Vogelarten, die es nur hier gibt. Unzählige Reptilien und Amphibien, viele tropische Vögel natürlich. Die ganzen Attraktionen, die es hier zu sehen gibt. Also der Canopy Walk ist quasi nur der Anfang. Wir haben hier noch bevor wir da hinkommen, noch so einen kleinen Pfad, den wir lang gehen müssen. Mal gucken, würde ich sagen, was dann noch kommt. So, jetzt sind wir schon ein Stückchen im Wald drin. Die ersten, paar Meter geschafft. Und direkt hat sich die ganze Stimmung verändert. Also, es ist wirklich sehr ruhig. Also, man kommt echt runter. Wirklich faszinierend. Eigentlich dachte ich erst, dass es nur ein Wald ist. Aber es ist eigentlich mehr wie ein Dschungel, wenn man sich das anguckt, wie verwachsen das hier alles ist. Und ja, wie drunter und drüber alles wuchert. Also, Wahnsinn. Gut, wir haben den Canopy Walk erreicht. Der liegt da direkt vor uns. Da geht's los. Und dann geht's da weiter und dann über den Wald. Das geht über 70 Meter hoch. Und zum Glück habe ich keine Höhenangst. Okay, ich habe mich geirrt. Der Canopy Walk ist keine 3 Kilometer lang, sondern der Weg zum Canopy Walk waren 3 Kilometer. Der Canopy Walk selbst sind 170 Meter. Aber was ihn vor allem ausmacht, ist die Aussicht und die Höhe. Und das werdet ihr jetzt sehen. Alles klar. Ich bin jetzt schon drauf. Und ja, es ist eine wackelige Angelegenheit. Aber ich fühle mich tatsächlich ganz sicher. Spannend wird es dann erst ab der nächsten Brücke.
jetzt geht's los. Jetzt geht's auf die wirklich hohe Brücke. Stimmt. Boah. Wahnsinn. Also das ist wirklich hoch. Also hier sind wir wirklich über der höchsten Baumschicht, also über den Kronen und dann noch den unteren Schichten. Man sieht fast gar nicht mehr in die Sträucher rein. Also das ist wirklich dicht da unten. Ich kann es ja mal versuchen, euch zu zeigen. Das ist wirklich mal ein ganz anderes Gefühl. Da unten kann man noch so ein paar Sträucher erkennen, aber sonst ist der Waldboden eigentlich komplett verdeckt. Also da sieht man nichts mehr. Boah, ja, da unten ist sogar noch ein kleiner Wasserlauf. Und man hört die Insekten richtig laut. Da. Fast erreicht. Eigentlich will man hier gar nicht weg, weil die Aussicht so gut ist. Auch cool, wenn man hier so quasi Stück für Stück die Baumschichten abgeht mit dieser Treppe. Und jetzt bleibt nur noch die letzte, die kleinste so gesehen. Und dann blicken wir auf ein wahnsinnig schönes Erlebnis zurück. Boah, das war wirklich schön, wirklich beeindruckend. So, auf einem anderen Weg geht es jetzt zurück. Und unser nächstes Ziel. Our next destination is village walking on the tea plantation. Yes. With how to make banana beer processing. Yeah, is that. Yeah. Alright, thank you. Wir sind wieder da, wo wir ausgestiegen sind. Und als nächstes geht es wohl zu etwas Kulturellem, und zwar traditionelles Bananenbier machen oder auch Kaffee herstellen. Eins von beidem bestimmt. Ja, wie das wird, sehen wir als nächstes. Ja, und in dieses traditionelle, kulturelle ruandische Dorf ging es dann tatsächlich als nächstes. Doch für diesen Eintrag soll es das erstmal gewesen sein. Das war ein wirklich sehr beeindruckender Trip.
Schreibt mir gerne, was ihr davon gehalten habt, wie ihr den Wald fandet und die Atmosphäre. Ich hoffe, ich konnte es relativ gut einfangen. Für mich persönlich war es auf jeden Fall ein ganz besonderes Erlebnis, dort zu sein. Es war unglaublich schön und ich habe auch, glaube ich, für mich viel mitnehmen können. Die Atmosphäre, die Aussicht, einfach alles zu sehen war wirklich sehr beeindruckend. Und beim nächsten Mal könnt ihr euch dann darauf freuen, ein bisschen von Ruandas Kultur kennenzulernen, ein paar neue Dinge davon zu sehen und seid einfach mal gespannt. Dementsprechend bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, #EmbraceHappiness und bis zum nächsten Mal.